Guten Morgen, liebe Freunde des besten YouTube-Formats hier auf YouTube, wenn es darum geht, dass es um Musik sich handelt. Musik. Und der besten Flötenspielerin auf dem ganzen Universum, Dana Rolle. Vielen Dank. Habt ihr Danas wunderbares Top schon gesehen? Gestern, falls nein, dann guckt es euch heute an. Sie ist heute halb nackt quasi unterwegs, denn es ist halb transparent tatsächlich. Schade. Also ich habe einen guten Ausblick von hier oben. Aha. Hast du schon die Spezialfunktion am Daumen gezeigt? Ja. Es ist wirklich sehr cool und man muss sagen, das ist nicht so ein Stoff, der sich so plastikmäßig anfühlt, sondern gar nicht. Das ist so geil. sehr weich unterwegs. Willst tatsächlich. Du mich anfassen? Please touch me. Mache ich dann, wenn das Video vorbei ist. Ganz kurz. Leute, es ist sehr oft und sehr viel gewünscht worden von euch, dass wir Monster X uns angucken, und von Monster X haben wir uns natürlich schon was angeschaut, aber vor allem diese Nummer, ich könnte schwören, mein Instagram-DM-Postfach explodiert mit dieser Nummer. Auch mit ein paar anderen, aber der hier auch. Und zwar im Shootout. Ja, ihr habt es im Titel schon gelesen und ich würde sagen, springen wir einfach mal ganz schnell rein und verschieben die ganzen Infos am besten am Ende des Videos. Da ist nämlich noch ein paar Sachen. Geht los jetzt. Okay. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Halt, stopp. Oh Mann, ey. Ja. Wieso ist das... Walker am Grollen? Nein, bitte nicht. Und es ist nicht mal automatisch übersetzt, das hat jemand so hingeschrieben. Vielleicht bedeutet das ja das. Ja, aber es ist ein Name was wahrscheinlich, Walker, am Growling, ja. Na, es irritiert mich so oder so, wenn es auf Deutsch dasteht, deswegen gucken wir das Ganze lieber am besten mit englischem Untertitel und vielleicht auch nochmal der Hinweis für diejenigen, die das Video gestern nicht gesehen haben. Man kann den Untertitel sich einfach packen und verschieben. Das könnt ihr auch bei unserem Video machen, wenn es euch nämlich gerade im Wege liegen sollte, dann zieht den einfach, nach oben. So, da sind 2 dazugekommen. Also einfach nach oben, rechts, links oder sonst wohin schieben. Und ihr könnt mit Minus das Ganze kleiner machen und mit Plus das Ganze sehr groß. Wirklich cool. Also ich muss sagen, YouTube, krass, Alter. Respekt. Ich wusste das gar nicht. Ich habe es auch noch per Zufall. Ja. Ja, also ihr könnt jetzt den Untertitel hochschieben und wir gucken den hier unten weiter. Excuse me, I'm walking like zombie. 반쯤은 두고 미치고 팔짝 뛰어 jumping. 길이길이 기억해 손 모양 총 모양 블락아 블락아. 또리또리 되어버린 난 너의 I'm chopper chopper. Blah blah blah, keep blah blah, you blah blah, stop talking. Das ist halt schon krass und so viele tiefe, warum bist du so weit weg auf einmal? So viele tiefe Sounds, die so ein bisschen so richtig aggressiv darüber kommen. So heftig. Ja, das ist echt so krass. Fett. Ja, das bumst richtig von unten. Und dann diese Stimmen noch drauf mit dieser Attitude. Ja, definitiv. Lachst du über meine Wortwahl? Ja. Bumst so richtig von unten. Aber ist so. Ist tatsächlich so, hätte ich auch nicht anders beschreiben können. Hat gerade meine Gefühle ausgedrückt. Das bumst so von unten. 네가 없는 황혼에서 새벽 발목을 움켜잡은 이건 이별 어둠 속에 위태롭게 휘청이고 있어 날 위해. Das war hier harmonietechnisch. 어둠 속에 위태롭게 휘청이고 있어.
Mit denen im Hintergrund die Stimmen. Ja, auf jeden Fall mehrstimmig und dann eben richtig schöne Vocal-Harmonien aufgebaut, aber auch in die Harmonien, in die sie da reinwechseln, die machen das sehr interessant. Also die ziehen das so ein bisschen in eine andere Richtung, gefühlsmäßig und dann dadurch lässt es sich einfach nochmal komplett anders oder die Auflösung im Refrain wirkt dann einfach nochmal ganz anders. Ich habe sie jetzt noch nicht gehört, aber ich kann mir schon denken, wo es hingeht und dadurch wirkt das einfach nochmal viel, viel, viel interessanter dann gleich, bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber diese Harmonien haben die eben durch die mehrstimmigen Vocals aufgebaut. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Hä? Dieser eine Step sah gerade so aus, als würden die kurz schweben. Der hier. Ich habe hier hingeschaut. Ich hab gerade das Schweben kurz. Oh mein Gott, Mann, warum haben wir das schon wieder erst so spät angeguckt? Weil es so vieles anderes gibt, was wir auch noch angucken mussten. Das ist echt krass. Da sind echt immer so Zwischenparts, wo echt so einiges an Sounds dann immer noch so drin ist, so Soundeffekte. Also von Pistolengeräusche, die hier nachgeladen werden und so, das hat man ja ganz klar gehört, aber hier wirklich auch nochmal in dem Part. Also ein paar Vocal-Geschichten, aber echt so fast wie man im Dubstep halt auch sehr viel gemacht hat. 네가 없는 황혼에서 새벽 발목을 움켜잡은 이건 이별 어둠 속에 위태롭게 휘청이고 있어 날 위해. Was hier halt in diesem Pre-Chorus-Part, der löst sich einfach, also der ist einfach irgendwie auch schöner, fühlt sich harmonischer an, weil natürlich auch schöne Harmonien hier drin sind, schöne Akkorde drin liegen, aber auch weil kein Instrument mehr drin ist, das irgendwie so extrem verzerrt ist, ja, so wie weil vorher die Instrumente alle noch sehr krass angezerrt sind und auch vor allen Dingen eher die tiefen Frequenzen da eben bedienen und das macht einfach direkt schon den Unterschied. So, das ist einfach wirklich das Sounddesign der Instrumente lässt das Ganze hier einfach schon schöner klingen, so, also was heißt schöner, also nicht mehr so aggressiv. Und genau in der Hook ist es so eine Mischung aus diesem nicht aggressiven und dem reinen Klang, würde ich jetzt sagen, weil dieser Synthesizer, den man hier die ganze Zeit eigentlich harmoniegebend hört, der ist ziemlich breit gemischt, also der ist sehr weit nach rechts und außen gesetzt, wahrscheinlich mit einem Stereo-Imager gearbeitet. In der Mitte ist gar nicht so viel, natürlich bis auf die Drums, Percussion und Bass und die Vocals. Aber der lässt dadurch dann eben sehr viel Platz auch in der Mitte für den Rest. Aber der vor allen Dingen, der ist eigentlich sehr rein im Grundklang, aber hat so eine wie so eine leichte Distortion drauf, also der ist so leicht angekratzt, das ist aber nicht so ein klassisches Preamp Distortion, also so ein Vorverstärker Distortion wie bei einer E-Gitarre, sondern eher ein Synthesizer, oder besser gesagt Synthesizer, wie Mike Tyson sagen würde. Ich habe das jetzt voll ernst genommen. Ich wollte es mal kurz oder besser gesagt was? Und dann so Synthesizer. Ich wollte es mal kurz auflockern. Auf jeden Fall, ich hatte das ja schon mal erklärt mit diesen Wellenlängen. Und da ist halt eine Wellenlänge drin, die diesen Saw-Wellenlänge drin hat. Die eben so eine Zahnfeder
Figur hat. Und die klingt so ein bisschen härter, so ein bisschen kratziger als zum Beispiel ein Sine Wave. Ja, das... Aber das macht die Hook dann so interessant, oder? Weil ich finde irgendwie die Melodie und dieses Mehrstimmige, was schon fast so choral wirkt, dass es sehr, sehr poppig wirkt. Also, weißt du, dieses positive Poppig. Ja. Aber genau deswegen. Ja, genau. Aber genau deswegen, weil es nicht zu clean ist dann in der Hook, ja. Aber im Verse ist es halt sehr dreckig, sehr hart, so sehr tiefe Töne. Der Pre-Chorus ist relativ rein. Genau. Und dann aber in der Hook haben die genau also so die Balance aus beiden. Also es ist echt ganz gut gelöst, muss man sagen. 어차피 다 끝났다면 네 맘이 떠났다면 희망도 남김없이 버려 날 위해 Shoot up, shoot up, shoot up 날 위해 Shoot up, shoot up, shoot up 언젠가 온다니 그게 더 잔인하게 들려 Hier echt nur für eine Silbe nochmal so eine Harmonie reingesetzt. 온다니 그게 더 잔인하게 들려 어서 더 차갑게 Und hier auch für den letzten Satz, aber der durchgehend zumindest. Da ist er. Nicht nur die eine. Das ist komplett nochmal anders mehrstimmig aufgelegt als die Parts vorher. Krass. Sehr, sehr also wirklich voll von Stimmen. So. Ja, das ist schon das krass. hört man aber auch. Das ist wie so, was ist das? Ist es so ein... Was? Wie ein, nicht, das ist kein Löwe. Aber irgendwie ich würde sagen schon. Ja? Ja, also ich dachte vorhin schon, dass es so ein Löwensound ist, aber muss es nicht. Ich war mir nicht sicher, weil es nicht dieses Typische ist, was man immer hört, sondern kürzer und eben auch so ein bisschen verzerrt. Oder ist es einfach nur, weil es leiser und vielleicht weiter hinten ist? Ja, also es kann natürlich schon Löwensound, also vom Löwe die Aufnahme sein und zusammengeschnitten und dann etwas mehr in den Mix eingefügt, also ein bisschen leiser gemacht, die Höhen raus. Ja, das kann man schon alles machen. Es kann aber auch sein, dass jemand von den Jungs irgendwie so ein ähnliches Geräusch gemacht hat und man hat das tiefer gemacht. Da ist ziemlich viel möglich. Viel möglich. Ich würde sagen, das ist schon Löwensound. Das ist ja klar, ne, mit dem Nachladen. Da sind auch so A's drin, ne? Hey. Also so ein bisschen, ja. Also nicht ganz so oft, wie du es gerade gemacht hast, sondern wirklich immer nur auf die zweite. Genau, und hier dann mit der tiefer gepitchten Vocal, die wirklich eine Oktave tiefer ist. Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Achso. Ich denke mal so, das ist, wenn man die Videos schon so, alle meine Videos gesehen hat, dass ich mich einfach nur wiederhole und die Leute hier sitzen und denken so, oh Dicker, du sagst schon zum tausendsten Mal. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich lese auch immer, dass viele sagen, oh ja, dachte ich mir auch so wie du. Ich saß jetzt hier und ich versuche wirklich schon Sachen zu hören, damit ich auch zeigen kann, dass ich was von dir lerne, aber trotzdem noch bei so vielen Sachen sagst du was und ich denke mir nur so, hä? Wie hast du das gehört? Und dann spielst du das nochmal ab und ich denke mir so, boah krass, ja, jetzt höre ich es auch, aber davor habe ich es nicht so wahrgenommen. Interessant. Also es ist vielleicht echt so, dass man einfach durch sein normales Hörverhalten dann doch recht schnell wieder so abschaltet oder auf Dinge nicht achtet. Das kann schon sein. Sehr vieles überhört einfach. Das kann schon sein, ja. Oh. Den höre ich aber. Oh.
Nice, Alter. Puh, nicht schlecht, Geil. nicht schlecht. Heftig. Das ist schon auf jeden Fall eine Abrissnummer. Sehr, sehr, sehr powerful, sehr aggressiv. Mit diesen Sounds. Das ist schon sehr, sehr krass. Oh. Das ist wirklich so, ich weiß nicht, wie sagt man, Future, wie heißt das? Ja, so Future-mäßig, so dieses Genre. Ja? Ja, also die machen auch schon sehr abgefreakte Sachen, die, also eigentlich auch im Trap, aber in diesem, nicht in dem Hip-Hop-Trap, sondern in dem EDM-Trap macht man auch so Sachen, ja, diese Future-Sachen auch, Bass, ja, auf jeden Fall, ja, ist wieder schon einiges aus eigenem Genre hier mitgenommen worden, aber so dieses super Soundeffekt-lastige und Tiefe und so, das ist... Boah. Und dieses das ist, glaube ich, wirklich aus einem Vocal und einem Synthesizer, wie Mike Tyson sagen würde. Wie viele von euch kennen eigentlich Mike Tyson? Ja, schreibt es in die Kommentare. Ja, den kennt doch jeder. Ich weiß nicht. Der lispelt, ja, und dann, naja, auf jeden Fall, genau, ich glaube, das ist wirklich mit einem Synthesizer und mit einer Vocal-Stimme und dann wirklich so zusammengeklebt und richtig schön moduliert, also wirklich Aufwendig auch. ja, aber das ist quasi auch, das macht Sinn, ja, ich sage jedes Mal, Sound ist fast wichtiger als die Komposition bei guten Stücken, weil Sound einfach so, macht den Wiedererkennungswert des Songs aus, ist quasi dieses Signature-Sound von einem Track. Kann natürlich auch von einer ganzen Band oder einem Album oder sonst irgendwas sein. Zusätzlich macht es halt auch direkt den Song interessant oder eben nicht interessant. Und deswegen sind zum Beispiel Singer-Songwriter-Sachen nicht so oft in den Charts zu hören oder fast gar nicht und auch nicht im Radio, weil, ja, das klingt dann immer direkt langweilig. Die Leute wollen das nicht hören. Selbst wenn der Text super, super gut ist, also der muss schon heftig gut sein, dass der trotzdem die Chance hat, noch im Mainstream mitzuspielen. Aber einfacher ist es, wenn du einfach ein bisschen gutes Sounddesign oder wenigstens die Produktion auf einem gewissen Level ist und dann noch Sounddesign noch dazu und dann kommst du dem Gesamtpaket schon wirklich immer näher. Das sind einige Punkte, die da abgehakt werden müssen und eben auch vor allen Dingen die Sounddesign. Deswegen macht das Sinn, wenn ein Song anfängt, ne, dass direkt schon nur dieses wenn wir jetzt Spotify anmachen und wir haben diese ersten paar Sekunden und wir haben den Song einmal gehört, Direkt. wir wissen sofort, so, was das für ein Song ist. Ja, und auch wenn wir ihn nicht kennen, klingt es vielleicht so interessant, dass wir weiterhören möchten. Das ist alles wirklich psychologisch. Ja, also klar bringt das dem Song auch so vielleicht noch was, aber normalerweise geschrieben werden die Nummern ja wirklich Singer-Songwriter-mäßig nur auf dem Klavier und Gitarre und ein bisschen Vocals vielleicht. Es kann natürlich auch anders sein, dass man erst komplett die große Beat-Produktion macht und das dann komplett so rausfährt und dann schon direkt die Vocals drauf. Kann auch sein, aber ja, es klingt wirklich wie so Vocal-Job-mäßig ein Instrument. Super, super interessant. Auch Sehr, sehr dieses geil. Atmen noch am Anfang. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Und nicht vergessen, Leute, wir haben ganz neu, wir haben es ja auch schon in allen Videos erzählt, aber wir machen es trotzdem gerne, weil nicht jeder alle unsere Videos anguckt, die wir hier haben. Natürlich dürft ihr auf Instagram auch folgen, aber guckt euch unten mal den Link an oder vielleicht ist auch das ein oder andere Produkt schon eingeblendet. Da sind wir beiden als Manga-Stil gezeichnete, süße Lady und Boy. Und ich muss sagen, ich bin ja besonders gut gelungen, denn ich sehe viel jünger und schlanker aus, als ich tatsächlich bin. Und das Krasse ist, das T-Shirt, mein Michael Jackson T-Shirt, ist da auch super krass drauf zu erkennen. Ich muss schon sagen, das ist heftig gut gezeichnet. Und von einer Zuschauerin hier, von der lieben Helen. Sie ist auch hier bei allen Postings oder bei allen Produktbeschreibungen hier nochmal verlinkt. Ihr könnt ihr natürlich auch gerne mal Folgen abchecken, schreiben und Helen, Alter,
fetten Respekt auf jeden Fall schreiben. Dana hat das Ganze nochmal digitalisiert und gecleant. Das heißt, es ist wirklich alles hier so eine kleine Community-Geschichte. Und ihr unterstützt uns natürlich auch damit, wenn ihr eins dieser Produkte kaufen solltet. Und wir haben hier wirklich unterschiedliche Arme in der Tasse. Dana, weil sie fand das Teal schöner. Ich habe gesagt, auf Gelb wäre das doch ganz nice. Hier mit meinem Signature Orange. Und das iPhone-Case ist unfassbar süß. Ist schön groß drauf. Wir haben leider beide keine iPhones, dafür aber auch keine Samsungs, aber es gibt Samsung-Hüllen. Huawei ist hier leider noch nicht bedient, aber guckt auf jeden Fall mal vorbei. Der Link ist unten drin. Ich will euch damit ja auch nicht nerven und langweilen. Ihr wisst Bescheid. Ich hab's gesagt. Mehr kann ich nicht tun. Und vergesst nicht alles, wirklich alles ist unten in der Beschreibung drin. Es lohnt sich mal drin. Dana ist verlinkt, der YouTube-Channel, Instagram, die Kopfhörer, Amazon Unlimited Music. Auch sehr, sehr geil. Die haben da, glaube ich, aktuell auch wieder so einige Monate kostenlos und so. Und das Geile ist wirklich jedes Mal, ihr könnt einfach schon, ihr macht das Abo, ihr kündigt sofort und ihr habt trotzdem noch die Laufzeit danach und könnt also nicht vergessen, das Abo noch zu kündigen. Und da passiert das nicht mit dieser automatischen Verlängerung und ihr zahlt dann. Nein. Also bis zum nächsten Video und tschüss. Tschüss.